Hütte wurde eine stark verbrannte Leiche gefunden. Es ist allerdings noch etwas gefunden worden, das den Toten vielleicht identifizieren könnte. Lass es. Dadurch wird er auch nicht lebendig. Seinetwegen musste mein Vater sterben. Er hat ihn auf dem Gewissen. Das sind die Hormone. So ein Blödsinn. Du, das wird noch schlimmer. Am Ende der Schwangerschaft, dann heulst du nur noch rum. Wenn du einen Schlüssel verloren hast, keine Butter mehr im Kühlschrank ist. Nicht schwanger. Wer ist schwanger? Für so einen Stöpsel ist doch das Wichtigste, dass er Menschen um sich rum hat, die ihn lieb haben. Und wenn ich genau das nicht kann? Wenn ich eine schlechte Mutter bin. Kim, was redest du denn da? Es war ein schrecklicher Unfall. Das hat absolut nichts mit Sebastian zu tun. Oh doch. Ohne ihn wäre Ansgar niemals in dieser verdammten Hütte gewesen. All das wäre nicht passiert. Du wolltest Ansgar gleich zweimal sterben lassen, das hat er mir selbst gesagt. Damals an der Klippe, als er abgestürzt ist. Du hättest ihm helfen können. Du bist einfach weggegangen und wolltest, dass er stirbt. Und dann, als Alexa Berg ihn entführt hat, da habt ihr mit voller Absicht die Polizei eingeschaltet und die Geldübergabe versaut. Du und Tanja, ihr wolltet, dass Alexa Berg ausrastet und ihn umbringt. Das hast du geschafft. Hört. Graf Lahnstein, was haben Sie zu den Anschuldigungen zu sagen? Machen Sie die Kamera aus. Kamera aus! Wie kommst du denn auf so einen Blödsinn? Du wirst eine total Supermama. Woher willst du das denn wissen? Ja, weil du total liebevoll bist und du hast kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen. Du schmierst Weltklasse Butterbrote, kannst die besten Spätzle und kriegst jeden Knoten aus dem Schnürsenkel raus. Aber guck doch mal. Charlie ist auch so eine Powerfrau. Und sie hat's auch nicht gepackt. Sie hat mich zur Adoption freigegeben, weil sie so überfordert war. Was ist denn, wenn mir das genauso geht? Nein, dein leiblicher Vater hat Charlie verlassen. Das wird dir schon mal gar nicht passieren. Du bist also nicht allein. Gemeinsam schaffen wir das. Das sagst du jetzt. Das meine ich auch so. Das heißt trotzdem nicht, dass ich mit Kindern umgehen kann. Überleg doch mal, meine Adoptivmutter ist gestorben, da war ich 12. Und ich weiß doch gar nicht, wie man als Mutter überhaupt mit Teenagern umgeht. Aber bis dahin haben wir dann noch ein paar Jahre Zeit. Außerdem wissen wir doch gar nicht, ob du überhaupt schwanger bist. Ich will das auch gar nicht wissen. Waren wir uns nicht einig, dass LCL keine Kita ist? Ja, natürlich. Das ist nur noch ein paar Minuten. Ich habe organisiert, dass Ihnen gleich jemand abholt. Hoffentlich. Einen Moment noch, Frau von Landschen. Ich habe hier den Terminplan für heute, die Kostenvoranschläge, die Sie wollten, und die Bestelllisten für die neue Kollektion. Da ist auch eine Liste der Einkäufer, die nicht bestellen, aber das sind nicht viele. Und was wollen Sie wirklich? Ich dachte mir, weil ich für heute schon alles erledigt habe, könnte ich mir vielleicht den Nachmittag freinehmen. Bitte, es ist auch mein Hochzeitstag. Aber verschonen Sie mich mit Ihrem Privatgedöns. Wenn Sie die Arbeit erledigt haben, gehen Sie halt. Da hat aber jemand gute Laune. Ja. Und du machst mein Glück perfekt. Ist das so? Dana und ich haben nämlich heute Hochzeitstag. Heute vor einem Jahr haben Dana und ich uns das erste Mal geküsst. Du bist ja mutig, dass du mich daran erinnerst. Die Trennung geht dir ganz schön nah, hm? Weißt du was, du brauchst ein bisschen Ablenkung. Du darfst auf Maxi aufpassen. Das ist aber total nett von dir, dass du mich extra herbestellst, um mir zu sagen, dass ich der Babysitter bin. Jessie, so lieb ich dich und Max habe, aber Ablenkung von Dana sieht anders aus. Frag doch Haag, vielleicht hat der Zeit. Händigen Sie mir die Speicherkarte aus. Nein. Wir haben eine Abmachung. Sie dürfen nichts bringen, was ich nicht autorisiert habe. Ansgar von Lahnsteins Tod war ein tragisches Unglück.
Mein Bruder hat bereits vor ein paar Wochen in der Pressekonferenz alles dazu gesagt. Sie wissen also, dass er sich absolut verantwortungsvoll verhalten hat. Wenn Ihnen diese Information nicht reicht, wenden Sie sich an Kommissar Hemke. Der wird Ihnen das mit Sicherheit bestätigen. Also, gut. Gehen Sie jetzt bitte. Danke. Ich würde sagen, Hagen hat ihr gerade den Arsch gerettet. Übrigens ohne die genauen Hintergründe zu kennen. Für mich hört sich das gar nicht so unplausibel an, was Kim gesagt hat. Sag mal, Tristan, spinnst du? Warum? Vielleicht hat Sebastian wirklich rot gesehen, weil er dachte, dass Ansgar Frieda und seinem Sohn Schlafmittel verabreicht hat. Was soll das, Tristan? Warst du dabei? Ansgar umbringen, so etwas würde Sebastian niemals tun. Zu einer derart absurden Anschuldigung werde ich mich gar nicht erst äußern. Es ist so, wie ich es euch bereits erzählt habe. Ansgar ist abgestürzt. Ich habe die gesamte Gegend nach ihm abgesucht. Ich konnte ihn aber leider nicht finden. Das heißt, Ansgar hat Kim das nur erzählt, um sie uns reinzuwirken? Woher soll ich das wissen? Vielleicht ist es auch nur so, wie Hagen es bereits erzählt hat. Sie braucht jetzt einen Schuldigen. Ich kann nur hoffen, dass das Thema damit erledigt ist. Ich muss in die Firma. Fahr ruhig, Sebastian, aber erledigt ist es immer noch nicht. So ein Feigling, echt. Ach, so ein Blödsinn. Du hast einfach 1000 Gedanken zu diesem Thema im Kopf und musst die erst mal alle sortiert kriegen. Das ist völlig normal. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, mir ist gerade nicht so gut. Übelkeit? Das ist doch wieder so ein Anzeichen. Kann, muss aber nicht. Sehe ich das richtig, dass ihr für heute fertig seid? Ihr überlegt bestimmt jetzt gerade, was ihr heute macht. Ich habe die Lösung. Ihr passt auf Maxi auf. Ah, das ist heute keine gute Idee. Doch, dann könnt ihr schon mal üben. Ist doch super. Hast du eigentlich den Test gemacht? Nein, hat sie nicht. Und wegen Maxi musst du dir jemand anders suchen. Ich habe aber keinen. Oh, das ist ein absoluter Notfall, denn Dan und ich, wir haben heute Hochzeitstag und ich habe eine mega Überraschung für Sie. Bitte. Ich werde es euch auch nie vergessen. Maxi wird es euch nie vergessen. Und ihr kommt so gut mit ihm klar. Naja, schon, aber... Ist es ein Ja? Ich habe noch mal nachgedacht, Sebastian. Wir müssen Hagen unbedingt von deiner Integrität überzeugen. Nicht, dass er irgendwelche Zweifel bekommt, bevor wir ihm die Bestechung in die Schuhe schieben. Tanja, ich habe gerade andere Probleme. Was ist los? Kim hat mich vor versammelter Familie nebst Presse als Mörder bezeichnet. Was? Ja. Sie wirft mir jetzt nicht nur die Sache an der Klippe vor, nein. Jetzt habe ich die Polizei angeblich auch nur deshalb eingeschaltet, damit Alexa Ansgar umbringt. Scheiße, die wird zu einer tickenden Zeitbombe. Ja, sie hat gerade ihren Vater verloren. Braucht ganz dringend Entschuldigung. Ja, gibt es doch Alexa Berg. Was kannst du dafür, dass diese Hütte abgebrannt und Ansgar darin umgekommen ist? Gar nichts. Kims Zweifel kommen wirklich nicht zur richtigen Zeit. Was hat Hagen dazu gesagt? Er hat der Presse einen Maulkorb verpasst. Aber mit mir möchte er ganz gerne noch mal reden über das Thema. Du musst die Lüge vor Hagen aufrechterhalten. Ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist. Was denn sonst? Ein Kompliment. Das war sehr elegant, wie du die Journalisten losgeworden bist. Elegant? Naja. Muss ein ziemlicher Schock für dich gewesen sein, zu hören, dass ausgerechnet Sebastian zu sowas fähig ist. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass Kim recht hat. Wir reden hier immerhin von Ansgar.
unser Bruder würde nicht kaltblütig den Tod eines anderen Menschen in Kauf nehmen. Gut, wenn du das so kategorisch ausschließen kannst. Aber irgendwas hast du doch auf dem Herzen. Ich mache mir Sorgen um Kim. Die hat gerade ihren Vater verloren. Ist doch kein Wunder, dass sie da erstmal ausrastet. Die braucht Hilfe. Ist nur die Frage, ob sie die von uns annimmt. Wahrscheinlich nicht. Kann Dana nicht einfach mal mit dir reden? Vielleicht. Weißt du, eine Sache, die will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Ist dir aufgefallen, dass Kim Sebastian und Tanja beschuldigt hat, die Polizei eingeschaltet zu haben? Ja. Und? Sebastian hat niemanden von uns eingeweiht, als Alexa das Lösegeld gefordert hat. Und ausgerechnet die Frau, von der er sich angeblich gerade getrennt hat, zieht er ins Vertrauen? Auf uns! Jesse, ich check's nicht. Du bestellst mich wegen irgendwas super Wichtigem ins No Limits und jetzt stoßen wir auch noch an. Was gibt's? Du hast es wirklich vergessen. Was hab ich vergessen? Unseren ersten Hochzeitstag? Ja. Oh mein Gott, Jesse, es tut mir leid. Ist okay. Ist ja gerade sehr viel an der Backe. Aber gerade deshalb wollte ich dir zeigen, dass du für Maxi und mich das Wichtigste bist, dass wir für dich da sind, weil wir eine Familie sind. Das ist super süß von dir. So, Prost. Und jetzt wird gefeiert. Maxi ist bestens versorgt und ich habe für uns beide einen Megatisch in einem Mega-Restaurant reserviert. Wow. Da freue ich mich drauf. Hagen. Ja, wenn er dir mit Arbeit kommt, du hast frei. Hallo, mein Schatz. Ja? Oh, naja, also eigentlich bin ich gerade mit Jessie verabredet. Wir wollten... Ja, okay, das verstehe ich. Ja! Und noch eins. Siehst du, er schreit gar nicht mehr. Tut mir noch mal leid, dass ich das nicht verhindert habe, dass Jessica uns Maxi ausgerechnet heute aufs Auge drückt. Ja, ist schon okay. Ich meine, wir haben schon früher auf Maxi aufgepasst und wir kriegen das auch jetzt hin. Da kommt Tante Charlie. Hey, kleiner Mann. Hoher Besuch. Steht euch das Baby? Habe ich ja auch schon gesagt. Ich habe Kuchen mitgebracht. Wer hat Lust? Ich kann gerade nicht essen, das siehst du ja. Bella, dann leg den Kleinen eben mal weg. Sei doch nicht so verkrampft, ganz locker. Hey, dann fängt er wieder an zu schreien, okay? Naja, ist gut für die Entwicklung. Ich lass ihn nicht schreien, okay? Overprotecting, da habe ich gerade einen sehr interessanten Artikel gelesen. Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung von Babys. Sag mal, Bella, was ist eigentlich los mit dir? Ich bin wahrscheinlich schwanger. Komm rein. Hast du dich von Tanja getrennt? Ja oder nein? Ja? Warum fragst du mich sowas? Warum hast du sie dann über die Entführung von Ansgar informiert? Und nicht die Familie? Sebastian, Ansgar hier. Ansgar? Ich habe nicht viel Zeit. 10 Millionen oder Ansgar ist tot. Als Alexa Bergs Anruf bei uns einging, da waren wir gerade in einer Besprechung bei LCL. Ich konnte gar nicht verhindern, dass sie was mitbekommt. Und daraufhin hat Helmke verlangt, dass sonst niemand mehr etwas erfährt. Aber bitte ruf ihn an, wenn du es mir nicht glaubst. Ja, vielleicht mache ich das. Du willst die Wahrheit? Also gut. In einer Sache hatte Kim recht. Damals an dem Abend, an der Klippe. Ich hätte Ansgar retten können. Ich hab's nicht gemacht.
Einfach war das ja nie bei uns. Gerade am Anfang, als wir beide gleichzeitig was von Ricardo wollten. Aber dann haben wir das hingekriegt und endlich war Ruhe im Karton, bis Hagen wieder aufgetaucht ist und alles durcheinander gebracht hat. Blöd. Blöd? Ist ja wohl ein bisschen untertrieben, oder? Weißt du, seit Dana auf dem Schloss ist, da habe ich überhaupt nichts mehr von ihr. Ich sehe sie kaum noch. Sie kümmert sich zwar um Maxi, klar, aber nicht um mich. Ich habe keine Zeit mehr, mit ihr zu quatschen oder einfach mal sowas zu unternehmen, noch nicht mal am Hochzeitstag. Weißt du, was Grenadine ist? Du hast keine Ahnung, was hier alles vorgefallen ist, bevor Ansgar mich so weit hatte. Doch, ich weiß das alles. Aber, Sebastian, das kann nicht dein Ernst sein. Was er meinem Sohn, was er Frieda angetan hat, das war doch nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Hagen, bitte, du hast Ansgar gekannt, genauso gut wie ich. Du wusstest ganz genau, er ist kein Heiliger. Trotzdem. Ich schäme mich für das, was ich getan habe, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Er ist tot. So, jetzt kennst du die Wahrheit. Ich bin froh, dass du sie jetzt kennst. So, bist du das, ja? Und ich soll das jetzt einfach vergessen, nur weil du ausnahmsweise mal aufrichtig warst? Du sollst gar nichts vergessen. Die Frage ist doch, welche Konsequenzen mein Handeln deiner Meinung nach haben sollte. Kannst du dich noch an Helenas Fahrerflucht erinnern? Unser Vater hat uns das allen verschwiegen, monatelang, ja, sogar uns. War wohl seine Art, mit sowas umzugehen. Seine Art, die Familie zu schützen. Egal. Hagen, du bist jetzt das Familienoberhaupt. Und du wirst eine Entscheidung treffen. Ich für meinen Teil, ich bin davon überzeugt, dass es die richtige sein wird. Sie sind ja noch da? Wieder. Gedacht, vielleicht haben Sie doch irgendwas für mich zu tun? Sie wollten doch unbedingt frei haben. Ja, aber mein Termin hat sich zerschlagen. Und da habe ich mir gedacht, da spare ich mir lieber den halben Urlaubstag, den kann ich nämlich nächsten Monat viel besser gebrauchen. Da gibt's doch diese zwei... Klären Sie das mit dem Personalbüro. Ja, stimmt. Wahrscheinlich muss man das rechtzeitig einreichen, ne? Als alleinerziehende Mutter muss man echt immer organisiert sein. Das kennen Sie ja. Gut, bei Ihnen, Sie haben eine Nanny und Sebastian, der hilft Ihnen auch bei Emma. Jessica, hauchen Sie mich mal an. Wieso? Ich bin nicht betrunken. Das war ein halbes Glas Sekt, höchstens. Ich habe auch nur angestoßen, weil Dana und ich heute Hochzeitstag... Jetzt hören Sie auf mit Ihrem Hochzeitstag, sonst können Sie Open End weiterfeiern. Ich dachte nur, Sie wissen doch auch, wie das ist, wenn man mal einsam ist. Wenn man in keiner Beziehung ist oder in keiner richtigen, dann hat man nicht immer jemanden zum Reden. Was wollen Sie mir eigentlich gerade sagen? Ich will Ihnen nur sagen, wenn Sie mal jemanden zum Reden brauchen oder zum Zuhören, dann bin ich da. Ich träume das nur. Ich kann mir gut vorstellen, was sie jetzt denkt. Schaffen wir das überhaupt oder sollen wir nicht lieber noch ein bisschen warten? Naja, wir haben gerade erst mit der Firma angefangen. Aber Kein Aber, das ist total stressig. Bella, das ist doch jetzt nicht mehr wichtig. Wirklich. Weißt du, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Ihr seid jung, ihr liebt euch. Worauf wollt ihr noch warten? Eben. Bella, glaub mir, das ist alles halb so schlimm. Außerdem habt ihr Familie und Freunde, die euch helfen. Ja, wenn sogar Jessica sowas auf die Reihe kriegt. Ja, da hat er recht. Und wenn so ein süßes kleines Wesen erst mal da ist, dann lösen sich viele Probleme von allein. Kinder geben einem so viel zurück. Ach ja? Was denn? Glaub mir, Bella, du wirst sehen. Es ist doch noch gar nicht sicher.
Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass ich schwanger bin. Ich und ein Enkelkind. Kann's noch gar nicht fassen. Wenn das alles so super war, warum hast du es denn nicht geschafft? Warum hast du mich einfach weggegeben, kaum dass ich auf der Welt war? Spinnst du? Du hast Hagen erzählt, dass du Ansgar im Stich gelassen hast. Weil ihr mir jetzt vertraut. Tanja, es gab keinerlei Beweise, nur Kims Wort. Ich hatte keinen Druck, die Wahrheit zu sagen. Ich habe es trotzdem getan. Und jetzt hält Hagen mich für aufrichtig. Vor allem weiß er jetzt, dass du fähig bist, einen Verwandten hinzuhängen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dein Sarkasmus ist wenig hilfreich. Deine Taktik auch nicht. Es war aber die einzig mögliche. Seine erste Frage war übrigens, ob wir beide auch wirklich getrennt sind. Und warum? Weil du die Einzige warst, der ich von Ansgars Entführung erzählt habe. Scheiße. Keine Sorge, ich habe das erfolgreich deckeln können. Trotzdem, wir müssen besser aufpassen. Das gefällt mir nicht, Sebastian. Denkst du mir? Was ist, wenn er dir die Geschäftsvollmacht entzieht und einen neuen Anwalt in der Autobahnsache einsetzt? Dann sind wir im Arsch. Das wird Hagen aber nicht tun, weil ich außerdem auch noch die Vaterkarte ausgespielt habe. Was bitteschön ist die Vaterkarte? Hagen möchte doch so gerne alles in Ludwigs Sinne weiterführen. Also habe ich ihm klargemacht, dass unser Vater alles daran gesetzt hätte, einen Skandal zu vermeiden. Und jetzt denkst du, Hagen kehrt die Sache einfach so unter den Teppich? Ja. Im Gestüt ist alles erledigt. Danke. Damit hast du mir sehr geholfen, danke. Sagst du mir jetzt, was los ist? Tut mir leid. Tut dir leid, was? Ich kann nicht darüber reden, Warum nicht? weil das hat jetzt nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun, Dana, aber es geht einfach nicht, okay? In Ordnung. Selbst wenn du wolltest, in dieser Sache kannst du mir nicht helfen. Ich muss eine Entscheidung treffen und das fällt mir nicht leicht. Dann hoffe ich, du triffst die richtige Entscheidung. Du bist mein Name. Du bist mein Erstgeborener. Geh zurück und führ die Familie zusammen. Verspreche es mir. Muss das unbedingt Afrika sein? Hätte es nicht gereicht, irgendwie so ein paar Wochen nach Köln zu fahren, um Abstand von Sascha zu kriegen? Ja, ich weiß, dass du auch deine kleine Pflegetochter mal wiedersehen wolltest. Verstehe ich ja auch. Aber was ist mit mir? Ich bin jetzt hier allein. Einsam ist doof. Weißt du, Dana hat noch nicht mal an unserem Hochzeitstag Zeit für mich. Sascha auch nicht. Andi und Bella. Die haben wahrscheinlich bald eine eigene kleine Familie. Weißt du ja noch gar nicht. Bella ist wahrscheinlich schwanger. Aber richtig gefreut hat sie sich irgendwie nicht. Gut. Dann mische ich mich nicht ein. Aber ich bin ja auch nicht besser. Weißt du, ich habe einmal einen babyfreien Abend. Was mache ich? Putzen. Und mit einem Foto reden. Gott. Ich bin wie so eine schrullige Alte. Das habe ich denn früher gemacht, als es Maxi noch nicht gab.
Stärke 5. Hallo. Dankeschön. Entschuldigung, ist ja noch frei? Ja, klar. Hi, Hi, ich bin Jessica. Maximilian. Nee. Danke, Sven. Charlie? Bella. Tut mir so leid, was ich gesagt habe. Ich war selber überrascht, als es raus war. Ich wollte das nicht. Weißt du, es ist nur so der Gedanke daran, vielleicht bald Mutter zu sein. Da ist einfach alles wieder hochgekommen. Ja, du hast mir erklärt, warum du mich damals weggegeben hast. Und ich verstehe das auch rational. Bitte, das musst du mir wirklich glauben. Es tut mir manchmal einfach noch weh. Natürlich, ja. Ich habe einfach unglaubliche Angst, dass es mir so geht wie dir, dass ich es einfach nicht schaffe, dass ich überfordert bin, dass ich... Das darfst du nicht denken, Bella. Niemals. Nur weil ich damals versagt habe. Guck mal, aber ich war doch auch noch gar nicht so reif wie du heute. Und unter den Umständen, ich konnte ja auch nicht mit der Unterstützung eines Mannes oder meiner Familie rechnen. Ich habe einfach nur gedacht, dass ich meinem Kind, dass ich dir nicht gerecht werden kann. Ich weiß ja auch, dass ich Andi noch habe und dass ich mich komplett auf ihn verlassen kann in der Situation. Nur überleg doch mal, ich und ein Kind, das ist... Du wirst eine wundervolle Mutter, weil du ein wundervoller Mensch bist. Und wenn es trotzdem mal schief gehen sollte, dann hast du ja jetzt deine Mutter, die dir beim Muttersein beistehen kann, wenn du sie lässt. Ich hab dich sehr lieb. Ich hoffe, du weißt das. Ich hab dich auch lieb. Ich liebe Sex. Du nicht? Ich meine, es gibt doch nichts Geileres, als wenn man sich einfach mal so richtig gehen lassen kann, oder? Ja, Sex ist schon ziemlich geil. Ja gut, bei mir in der WG, da ist man eigentlich nie so richtig ungestört. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mit jedem meiner WG-Mitbewohner was hatte? Nein. Warte, das war der Sascha, Ricardo, Hagen, Andi, Christian, Daniel. Ja. Alle außer Olli. Gut, Olli ist auch schwul. Ich glaube, deswegen mag ich ihn irgendwie auch am liebsten. Wieso das? Weil das halt was Echtes ist. Also es ist eine richtig echte Freundschaft. Und wir können uns immer die Meinung sagen. Wahrscheinlich gerade deswegen, weil wir nicht aufeinander scharf sind. Weißt du, wie oft Olli mich schon auf den Pott gesetzt hat? Aber er darf das. Er und Dana. Eigentlich soll ich heute Abend bei Dana sein, denn wir haben heute unseren Hochzeitstag. Ja, warte mal, Moment. Ich dachte, du stehst auf Männer. Ja, tue ich auch. Glaub mir, die Geschichte willst du gar nicht hören, die ist viel zu kompliziert. Wo war ich stehen geblieben? Beim Sex. Genau, Sex ist geil. Aber irgendwie macht er auch oft alles kaputt. Echt? Ja. Also bei mir ist es so, wenn ich mal überlege,
Also das war so bei Dana und mir wegen Hagen und Ricardo und bei Olli und mir wegen Christian. Und weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Meistens kann man sich sowieso am nächsten Tag nicht dran erinnern, also hatte man überhaupt nichts davon. Entschuldige, mir fällt gerade ein, ich habe noch einen wichtigen Termin. Ich rufe dich an, okay? Aber du hast überhaupt gar nicht meine Nummer. Männer wissen auch nicht, was sie wollen. Nee. Komm rein. Du wolltest mich sprechen? Ja. Ich möchte, dass du bei diesem Gespräch dabei bist. Setz dich bitte. Kim, du hast die ganze Zeit gewusst, wo dein Vater war und hast uns nichts gesagt, obwohl wir ihm hätten helfen können. Bist du dadurch jetzt auch schuld an seinem Tod? Ich? Wie kannst du sowas sagen? Was soll das? Entschuldigung, aber genauso wenig kannst du behaupten, dass Sebastian den Tod von Ansgar verursacht hat. Alexa Berg hat deinen Vater entführt. Sie alleine ist dafür verantwortlich, dass er in der Hütte war, die ausgebrannt ist. Sonst niemand. Wenn Sebastian einfach die Kohle gezahlt hätte, die Alexa wollte, dann wäre das alles nicht passiert. Oder steckt er jetzt unter einer Decke? Ich kenne Alexa Berg nicht, aber nach allem, was ich über sie gehört habe, ist sie völlig unberechenbar. Ja, es ist sogar mehr als unwahrscheinlich, dass sie Ansgar freigelassen hätte. Nur deshalb habe ich die Polizei eingeschaltet, Kim. Ich wollte deinen Vater schützen. Kim, wir sind eine Familie. Gerade in solchen Krisen sollten wir zusammenhalten, anstatt uns gegenseitig zu beschuldigen. Wir sind keine Familie. Ihr seid eine miese, korrupte Bande. Das seid ihr. Danke, dass du zu mir gehalten hast. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ah, da fällt mir ein Witz ein. Da sind zwei Männer im Puff und da sagt der eine zum anderen, wie komme ich denn hier raus? Und da sagt der andere, ja, nehmen Sie doch den Auspuff. Naja, das hat mir mein Freund Christoph erzählt, der hat immer so schlechte Witze. Das glaube ich ja nicht, dass du dich hier noch hertraust. Bitte? Fallen Sie auf keinen Fall auf den rein. Hat er Ihnen auch erzählt, dass er Arzt ist? Das ist kein Arzt, das ist eine Schnapsnase, der will sich hier nur auf Ihre Kosten betrinken. Und am Ende hat er keine Brieftasche dabei. Jessie, was soll das? Und ich sag Ihnen, auf gar keinen Fall dürfen Sie ihn mit nach Hause nehmen. Wissen Sie, bei mir, da ist er sofort auf dem Sofa eingeschlafen. Und am nächsten Tag musste ich ihm sogar Geld für ein Taxi geben, damit er überhaupt wieder abhaut. Jessica, es reicht. Darf ich vorstellen, meine gute Freundin Jessie, aber sie lügt wie gedruckt. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das würde ich jetzt an deiner Stelle auch sagen. Ja, dann viel Spaß noch. Brigitte. Gisela. Ja. Und wie war ich? Das ist eine sehr komische Frage. Du hast gerade mein Date vergrault. Hab ich nicht? Hast du doch? Ey, ich habe euch doch beobachtet. Da war doch null Chemie. Das war eine Schlaftablette, die hat kein einziges Mal gelacht. Ja, so gesehen. Aber dass ich ein falscher Arzt bin, der auch noch auf deinem Sofa eingeschlafen ist, Bist du doch. bin ich nicht. Reicht doch, wenn wir beide wissen, dass das nicht so ist. Hm? Jessie. Auf jeden Fall bin ich heilfroh, dass ich das mit Charlie geklärt habe. Frag mich mal. Wo ist eigentlich Maxi? Schläft hinten selig. Andi, ich habe das Baby vergessen. Ich werde bestimmt die schlechteste Mutter der Welt. Hey, dafür werde ich der beste Vater der Welt. Das gleicht sich aus. Quatsch. Red dir so einen Stuss nicht ein. Du hast recht. Wir kriegen das zusammen hin. Sag ich doch. Mir war heute gar nicht schlecht. Kommt und geht sowas eigentlich immer während der Schwangerschaft? Ich bin die, die null Ahnung von Babys hat.
Ich will dich ja nicht drängen, aber willst du den Test? machen? Ja. Soll ich mitkommen? Nein. Nachschub. Danke. Boah, dieser Hurrikan haut ganz schön rein. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich heute kaum was gegessen habe. Ja, wir können noch was zu essen bestellen. Ich habe gehört, hier gibt's hervorragende Snacks. Ah, nee, lass mal. Ich hätte ja eigentlich heute mit Dana essen sollen. Richtig fettes Menü, das ich organisiert habe. Ich darf gar nicht dran denken. Oh Mann. Aber sie hätte dich bestimmt nicht versetzt, wenn es keinen guten Grund dafür gegeben hätte. Ich glaube, ich muss mich jetzt in Zukunft dran gewöhnen, dass Hagen wichtiger ist. Zwar nicht wichtiger als Maxi, aber wichtiger als ich. Gerade als alles perfekt war. Ja, wir haben diesen ganzen Beziehungskuddelmuddel gelöst. Du bist mit Dana verlobt. Also wenn es nach mir geht, hätte Hagenson Crusoe echt auf seiner Südseeinsel bleiben können. Also ich bin schon froh, dass er wieder da ist und für Maxi ein Papa ist. So war es nicht gemeint. Ah, ich verstehe, was du meinst. Ja. Er ist wirklich im dämlichsten Moment wieder aufgetaucht. Voll! Ich vermisse das. Ich auch. Dana hat uns beide verlassen. Und? Ja, was soll denn das heißen? Schwanger und schlimm oder negativ? Negativ. Ganze Theater umsonst. Ja. Was nicht ist, das kann ja noch werden. Stimmt's? Nur weil ich jetzt keine Angst mehr habe, ein Baby zu bekommen, heißt das ja auch nicht, dass wir das gleich machen müssen, oder? Wir sind verschuldet, wir haben gar keine eigene Wohnung. Ja, du hast recht. Und immerhin weiß ich jetzt ja, dass ich auf jeden Fall mein Baby haben möchte. Und vielleicht sogar mit dir. Hey, was soll das denn heißen? Dass ich dich liebe. Nachschub! Nachschub! Vielen Dank. Ich sag dir eins. Allein sein ist doof. Ja. Aber ständig mit wildfremden Typen Sex haben, von dem man noch nicht mal den Nachnamen weiß, ist noch viel doofer. Also den würde ich gerne für die Nachwelt aufzeichnen. Du, ich meine das ernst. Mhm. Als alleinerziehende Mutter kriegt doch eh keinen anderen Typen mehr ein. Ach Quatsch, Jessie, du bist eine tolle Frau und Max ist Zucker. Ja, noch. Aber schwuppdiwupp ist er erwachsen, aus dem Haus. Ich bin alt und ganz allein. Du alt? Und was soll ich dann sagen? Guck mich doch mal an. Euch Kerls ist doch was ganz anderes. Ihr Männer, ihr könnt verschrumpeln wie Rosinen. Hauptsache, ihr habt einen Sportwagen, einen Doktortitel, da findet sich immer irgendeine dumme Blondine. So wie mich. Also wenn das Schlimmste ist, was passieren kann, besteht noch Hoffnung. Ja, für dich vielleicht. Was mit mir? Tanzen. Weißt du noch, was wir immer ausgemacht haben? Was? Wenn wir in 5 Jahren noch Single sind, dann versuchen wir es noch mal. Stimmt. 5 Jahre schon vorbei? Keine Ahnung, erzähl. Wieso du eigentlich so ganz warten? Gibt's dafür einen bestimmten Grund? Eigentlich nicht, oder?
lights on the beach and the park. It's whatever you into, got the magic stick. I'm the love doctor. How your fans teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby. Wo warst denn du? Warum hast du nicht zurückgerufen, ne? Kannst du dir nicht denken, dass ich mir Sorgen mache, wenn du einen Skandal lostrittst und dann stundenlang abtauchst? Mach dich locker. Es wird keinen Skandal geben. Klar wird's den geben. Die Presse wird euch die Bude einrennen. Nein. Hagen hat sie mundtot gemacht. Dieses Arschloch stellt sich voll vor seinen Bruder, damit kein schlechtes Licht auf die Landsteins fällt. Hey. Alles wird gut. Ich hab doch nur die Wahrheit gesagt. Ohne Sebastian würde Ansgar noch leben. Und was macht Hagen? Er beschuldigt mich. Auf dich. Entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe. Du kennst deinen Bruder eben doch besser als ich. Und deine Strategie war brillant. Jetzt denkt Hagen, du hättest dein Schicksal in seine Hände gelegt. Er vertraut dir wieder. Das ist großartig. Soll ich lieber wieder gehen? Nein, nein. Ich bin froh, dass du da bist. Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst, oder? Hast du die Entscheidung getroffen, von der du eben gesprochen hast? Ja. Ich bin mir sicher, du hast das Richtige getan. Da bin ich mir nicht so sicher. Jetzt, wo wir Hagen im Sack haben, könntest du Mertens grünes Licht geben. Wir werden das nicht überstürzen. Wieso? Hagen wird nicht merken, wenn wir ihm jetzt die Bestechungssache in die Schuhe schieben. Tanja, mein Bruder ist vielleicht berechenbar. Dumm ist er nicht. Aber er ist nicht halb so ausgebufft wie du. Und der Weg an die Spitze ist frei. Hagen wird in den Knast wandern wegen Bestechung einer Ministerin. Und du bekommst das, was dir endlich zusteht. Die Macht.